wie ihr einen absoluten Cheater-Drifter nutzen könnt und wie ihr diesen nervigen Bug umgeht, der momentan dafür sorgt, dass, wenn ihr zum Beispiel auf die Drift-Playlist klickt, einfach in irgendeiner anderen Playlist landet. Tja, darum geht's in dem Video. Lasst gerne ein Like da, um den Kanal zu unterstützen, und wir legen direkt mal mit dem nervigen Bug los. Also, wie gesagt, einigen von euch ist bestimmt schon mal aufgefallen, wenn ihr PvP spielen wolltet, dass ihr nicht in den Playlists landet, in denen ihr eigentlich rein wolltet. Und das scheint so eine Art Verschiebungsbug zu sein, denn das ist mir im letzten Livestream auch passiert. Ich wollte einmal die Drift-Playlist wechseln, weil ich irgendwie die ganze Zeit so einen A-Klasse und S-Klasse-Loop hatte, aber unbedingt mal in die S-Plus-Klasse rein wollte, um den Leuten im Livestream diesen Cheater-Wagen zu zeigen. Und ja, es kam und kam nicht, also bin ich raus, wollte wieder rein und lande dann auf einmal in gemischten Playlists für Rennen und so weiter. Und ja, ich habe dann da rumgefummelt, 1000-mal draufgeklickt, ging nicht. Dann dachte ich mir, okay, der schmeißt mich immer in diese gemischte Playlist, drücke ich mal da drauf. Aber dann bin ich dann auch woanders gelandet und das habe ich dann weitergemacht. Und dann am Ende habe ich auf die erste Playlist geklickt und siehe da, die hat mich dann in die Drift-Playlist katapultiert. Das bedeutet, es ist irgendwie ein Bug. Ihr klickt zwar das an, was ihr seht, aber in Wahrheit klickt ihr das an, was davor ist. Es ist ganz komisch. Ihr könnt euch das so vorstellen, dass sich die ganzen Schalter quasi um eine Schaltfläche nach rechts verschieben und ihr quasi das anklickt, was rechts von euch ist. Zumindest hier im Beispiel jetzt, wenn man die Drift-Playlist anklickt, landet man auf der Mustang-Playlist. Aber wenn man die Mustang-Playlist anklickt, landet man bei der Drift-Playlist. Das ist einfach verweckt. Irgendwie hat sich das vertauscht oder so. Und ich weiß jetzt nicht, ob das bei jedem so ist wie bei mir oder ob das random ist. Ihr müsst einfach mal durchprobieren, wenn ihr diesen Fehler habt. Probiert einfach die erste Playlist, ob ihr damit in die Drift-Playlist kommt, wenn ihr da rein wollt und so weiter. Ihr müsst einfach mal ein bisschen gucken. Einfach was anderes anwählen und wenn ihr Glück habt, bringt euch das dann in die richtige Playlist. Ist ein bisschen bescheuert, aber was soll man machen, ist einfach so. Und ja, ist ein ganz schön mieser Bug, der nervt teilweise echt, aber so könnt ihr ihn umgehen. So, und jetzt kommen wir mal zum Driften allgemein. Es gibt ja ein paar echt heftige Autos. Ich meine, ich drifte sehr viel und bin auch fast immer ganz vorne mit dabei. Irgendwie liegt mir das sehr gut, aber ich habe auch echt brutale Driftfahrzeuge am Start. Wenn ihr da mal eine Liste haben wollt, haut auch gerne ein Like raus oder einen Kommentar, dann mache ich dazu auch nochmal ein Video. Aber es gibt halt einen Drifter, der schlägt dem fast den Boden aus. Und das ist der BMW M2. Ja, der M2, den wir als DLC irgendwann mal bekommen haben, als Update eher gesagt, der ist momentan nicht nur Meta, nein, der ist quasi Cheater. Denn wir wissen, wenn man, oder die es gespielt haben, wissen, wenn ihr driftet, habt ihr den Multiplikator, der geht auf mal 3. Das ist die eine Sache. Dann habt ihr sowas wie dieses Aneinanderreihen und so weiter. Aber das spielt alles gerade gar keine Rolle. Das Ding ist, wenn ihr nach rechts driftet zum Beispiel, bekommt ihr Punkte. 1000, 2000, 3000, whatever. Die werden dann mal 3 multipliziert. Bei 3000 werden es dann 9000 Punkte. Und sobald ihr die Richtung wechselt, quasi von rechts nach links ausschert, dann resettet sich das Ganze und fängt wieder von 0 an und zählt wieder hoch. Ne? Und so holt ihr euch halt eure Punkte. Und desto höher die Punkte halt sind, desto mehr kriegt ihr, ne? Ist klar. 3 mal 2000 sind nur 6000. Wenn ihr aber mit 4000 aus der Kurve kommt, kriegt ihr schon 12.000 Punkte. Und so macht ihr dick Punkte. Aber jetzt kommt der M2 und der ist verbuggt. Der zieht nämlich teilweise, nicht immer, aber sehr oft eigentlich, einfach durch. Du wechselst die Richtung und er unterbricht die Wertung nicht. Er zählt einfach weiter. Du kannst da teilweise Drifts hinlegen mit 10, 20.000 Punkten. Und das Unfaire ist, je mehr Punkte du sammelst, desto krasser ist natürlich der Output, ne? Ist klar. Wenn ich 20.000 Punkte sammle, die mal 3, dann sind wir ja schon bei 60.000 Punkte. Und ja, das kracht natürlich richtig rein. Ne? Da kommen die anderen dann im Laufe der Zeit nicht mehr hinterher. Ich meine, ich hatte jetzt letztens im Stream halt einen, der hat sich wirklich, und das ist jetzt der nächste Punkt, der Wagen zerstört halt quasi aktuell die ganze Drift-Competition, weil das funktioniert in jeder Klasse. Ich wollte da eigentlich selber testen, musste ich aber nicht, weil ich so einen Kacknoob in der Lobby hatte, der sich für jede Klasse den M2 gemacht hat, weil halt dieser verdammte Bug da dran ist. Und es geht halt wirklich in jeder Klasse und er hat fast immer gewonnen. Es war nicht immer unmöglich, ihn zu besiegen. Ich habe ihn auch mal mit meinem A-Klasse Skyline platt gemacht. Auf jeden Fall hat er halt meistens gewonnen, weil dieser Wagen halt so viele Punkte rausschmatzt,
dass es einfach nur noch lächerlich ist. Weil das erkennt ihr vor allem daran, dass diese Leute am Anfang, wenn ihr schon Punkte am Sammeln seid, immer noch irgendwo im niedrigen Bereich gabeln. Ne? Die haben da irgendwie 200, 300 Punkte, vielleicht 1000 oder 5000 und ihr denkt euch, hä, ist der irgendwie stehen geblieben oder so? Und dann auf einen Schlag, boom, macht er mal eben 100.000 Punkte oder mehr. Und dann wisst ihr sofort, ja, der fährt wahrscheinlich den M2 oder vielleicht noch einen anderen Wagen, der denselben Bug hat, der noch unbekannt ist. Und ja, das macht meiner Meinung nach alles kaputt, weil damit hast du halt das Problem, die Vielfältigkeit löst sich irgendwann auf, wenn das jetzt die Runde gemacht hat. Viele werden den Wagen jetzt wahrscheinlich dann nutzen in Zukunft, weil es halt einen unfairen Vorteil hat. Ist einfach so, wenn man das ein bisschen kann, ist man mit dem Wagen fast unbesiegbar. Ne? Und naja, keiner der anderen Wagen, die ich bis jetzt genutzt habe, hat diese Funktion. Das ist halt, es kann eigentlich nur ein Bug sein. Alle Autos unterbrechen ihre Punktewertungen beim Richtungswechsel. Nur dieser M2 zieht einfach gnadenlos durch und irgendwann, wenn es dann doch mal abbricht, kriegst du dann halt so einen massiven Ausfluss an Punkte. Der Nachteil ist natürlich, wenn du was rammst, ist dieser riesige Punktemodus natürlich weg. Wenn du da gerade 30.000 Punkte mal 3 hast und willst gerade abkassieren, aber crasht dann aus Versehen ein Auto oder so, ja GG, dann hast du da drin aber auch schon verloren im Grunde, wenn da andere gute Drifter dabei sind. Aber ja, mit dem Auto könnt ihr im Grunde cheaten. Ne? Es ist einfach Bug-Abuse, kann man sagen. Aber man kann ja auch, was soll man groß sagen, es ist halt ein Problem des Spiels, das Spiel lässt es zu. Ne? Dann müssen die halt patchen, es gibt halt dann Leute, die nutzen das aus. Ich meine, gut, ich bin auch jetzt ein paar Mal mit dem gefahren, aber wenn ich sehe, da fährt einer an M2, dann nehme ich den automatisch auch, weil du im Normalfall eh keine Chance hast, außer der Typ kann halt überhaupt nicht driften. Aber wenn du halt einen hast, der den Wagen um ein paar Kurven rumkriegt, ohne irgendwas zu knutschen und so weiter, dann hast du halt wirklich, wie gesagt, diesen riesigen Punkte-Output. Und ja, das ruiniert dann eigentlich sofort die ganze Runde, weil du eigentlich weißt, wie das endet. Und ja, die besten Runden sind immer die Kopf an Kopf. An sich sind die Autos ja alle relativ gut gebalanced. Also man kann mit fast jedem Wagen gut driften. Klar, es gibt ein paar Ausnahmen, die sind jetzt nicht so gut. Aber naja, könnt ihr mir eure Top-Fahrzeuge in die Kommentare schreiben. Welche nutzt ihr am liebsten, in welcher Klasse zum Driften? Und wusstet ihr das mit dem M2? Würdet ihr denn jetzt auch ausnutzen, den Wagen, um ein paar Siege abzukassieren? Oder denkt ihr euch auch, nee, wenn jetzt keiner unbedingt den M2 hat in der Gruppe, dann nehme ich auch lieber was anderes, damit es einfach Spaß macht und fair bleibt, ne? Weil, was bringt es mir, immer haushoch zu gewinnen? Ist auf Dauer, ist zwar, ja, oh geil, ich gewinne, aber irgendwie, ich zumindest, hab da so die Einstellung, ist ja langweilig auf Dauer. Ne? Immer nur gewinnen, gewinnen, gewinnen. Da hatten wir auch damals so Experten in Horizon. Da kann man ja auch sehr viel an den Autos rumpfuschen, wodurch dann Meta-Tunings entstehen und dann hast du da halt so ein paar Top-Fahrzeuge, die halt immer die schnellsten sind, wenn du zusätzlich noch ein guter Fahrer bist. Und auf Dauer, das nervt natürlich auch viele Leute, weshalb auch es diesen Rückgang gab in Horizon, dass hier Ranked ist ja verschwunden. Das ist einer der Gründe, diese ganze Meta-Abusing und so weiter. Leute, die sich halt mit den Tunings und so weiter auseinandergesetzt haben, hatten halt immer einen Vorteil und da hatte halt keiner mehr Bock irgendwann drauf, weil, ja, es ist halt Rennsport. Im Grunde, ne, der Schnellste gewinnt halt, aber wir wissen ja, manche Spiele orientieren sich halt auch eher an Casual-Spieler, so dass man einfach Spaß hat und so weiter. Und ja, da hat halt keiner Bock auf Schwitzer und da hat sich da in der Richtung halt auch einiges geändert. Aber das wird es wohl immer geben. Das ist allgemein so ein bisschen zur Arbeit geworden, hat man das Gefühl, wenn du spielst gegen andere und dann tryharden die so hart. Das ist wirklich, es hat sich komisch entwickelt, ist aber einfach auch wieder ein Thema, glaube ich, für ein anderes Video. Da sollten wir jetzt gar nicht zu weit drauf eingehen, aber ist es in Rennspielen halt genau dasselbe. Das ist allgemein sehr schwer, mittlerweile ausbalancierte Rennen zu fahren, wo es wirklich Kopf an Kopf dann um irgendwas geht. Ne, ist ja wie in den Driftrennen jetzt hier, wie gesagt, wenn du da 2, 3, 4 Drifter hast, die sich mit dir um Platz 1 prügeln, ist das was ganz anderes, als wenn du alleine jetzt zum Beispiel den M2 hast und einfach 100.000 Punkte Vorsprung hast. Du driftest dann dein Rennen zu Ende, bist am Ende Erster, fühlst dich irgendwie toll und das war's. Du hast aber keinen Adrenalinkick gehabt, keine Spannung, kein gar nichts, wie die anderen vielleicht, die sich dann da um Platz 2 geprügelt haben oder so. Und
ne, kann ja jeder halten, wie er will. Ich persönlich fühle das aber mehr, wenn ich da irgendwie Action habe, ne? Und ich glaube, normalerweise sollte das jeder nachempfinden können, weil darum geht es ja am Ende auch. Deswegen spielen wir ja Spiele. Deswegen heißen Spiele ja auch Spiel, weil es geht eigentlich darum, Spaß zu haben. Und ja, diese Schwitzer-Mentalität heutzutage ist ein anderes Thema, vielleicht mal für ein anderes Video. Naja, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das war's dann auch an der Stelle wieder. Lasst gerne ein Like da, wie gesagt, um den Kanal zu unterstützen. Hilft immer sehr. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wenn ihr noch das ein oder andere Interessante über Unbound wisst, haut auch gerne mal in die Kommentare. Vielleicht gibt es dann mal ein Feature im nächsten Video. Haut rein.